Hey Leute, ich melde mich hier heute aus Szczyrk. Das ist der Austragungsort vom zweiten Downhill-Weltcup der Saison in Polen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist ein übelster Zungenbrecher. Ist jetzt Montagnachmittag, wir sind hier gerade mit der Gondel hochgefahren auf unseren Enduro-Bikes, weil wir gucken uns mal die Strecke an. Die ist nämlich komplett brandneu. Niemand weiß irgendwas, wir auch nicht. Deswegen machen wir uns jetzt natürlich neben der Strecke runter. Die ist schon komplett präpariert. Wir wollen ja hier nichts kaputt machen, machen uns neben dran runter, gucken uns mal ein paar Highlights an. Und die seht ihr in den kommenden Minuten und deswegen freut euch drauf. Okay, wir sind jetzt noch keine 100 Meter in der Strecke drin und ich stehe schon auf dem ersten massiven Feature. Hier ein Holzabsprung, ganz schön hoch, ich würde sagen über 2 Meter. Da hinten seht ihr die Landung direkt in so einen Rechtsanlieger rein. Ist eine ganze Ecke, schwer zu schätzen, wahrscheinlich schon 6, 7 Meter. Oben sind auch schon ein paar größere Sprünge, die blenden wir euch mal ein. Und ja, es geht auf jeden Fall ordentlich los. Man muss gleich sofort auf Speed sein und voll attackieren und geht mit einem ziemlich bikepackigen Stück los und dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Tech finden vielleicht. Okay, wir sind jetzt nur 3 Kurven weiter als gerade eben und jetzt kommt, glaube ich, die erste technische Sektion hinter mir, aber vorher kommt hier so ein kleiner Kicker aus einer Kurve raus in eine super kleine steile Landung und dann geht es hier hinter mir steil runter und links rum in so einen Anlieger, da ist auch ein fettes Fangnetz gespannt. Das braucht man definitiv, weil das ist, glaube ich, eine steile Sache. Es ist super rutschig, viel Stein hier im Boden und der Anlieger ist nicht so allzu groß. Also ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Person in diesem Fangnetz landet. Und danach geht es in den Wald, das gucken wir uns mal an. Und dahinter sieht man schon, das ist hier so eine Schneise im Wald und die Strecke geht unter mir die ganze Zeit hier hin und her. Ich glaube, das wird so den Streckenverlauf jetzt ein bisschen beherrschen. Aber wir gucken uns mal kurz die Tech-Sachen an. Okay, wir haben jetzt hier so ein paar Segmente übersprungen. Der Hang hat jedoch auf jeden Fall Gefälle. Es ist steil, es ist nicht so super technisch. Es sind so ein paar kurze, lomige Waldsegmente immer wieder. Hier hinter mir mal ganz kurz. Oben war auch mal was mit ein paar Stümpfen drin. Insgesamt hat mir die Strecke aber bis jetzt mehr kleine Sprünge und Anlieger, als es KFCs an polnischen Autobahnen gibt. Also richtig, richtig viele. Und ja, wir gucken jetzt einmal weiter. Da hinten sehe ich schon das nächste Holzelement. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Okay, wie versprochen, wir sind auf dem nächsten Holzelement. Ist auch nicht so ganz klein, so ein bisschen aus der Kurve schräg raus. Ordentlicher Sender, eine flache, aber lange und smooth gebaute Landung. Sollte jetzt die Profis echt vor kein großes Problem stellen. Ich sehe schon die nächsten Anlieger, links, rechts, links geht's immer. Und ja, mal gucken, ob es so weitergeht. Alright, jetzt haben wir das erste Mal Line Choice auf der Strecke. Man kann entweder hier außen hinspringen in so eine bisschen schräge Hip-Landung oder man springt hier über so einen Stumpf drüber und hat hier ein paar Meter frischen Boden mit ein bisschen Geäst noch drin. Und vor mir wird es sau eng. Also ich glaube, für den Speed, den man drauf hat, ja, hat man hier noch 1,5 Lenkerbreiten Platz oder so. Gucken wir mal weiter. Jetzt aber hinter mir wird es wirklich richtig steil, richtig lomig, viele Wurzeln, Stufen, Stümpfe. Ey, was das Downhill-Fahrerherz begehrt, alles gibt's hier. Leider dürfen wir uns nicht so genau angucken, weil ich verstehe es auch, die Streckenbauer meckern, dass wir es kaputt machen, wenn wir mit den Rädern runter machen oder so. Da kommt man auch leider nicht neben der Strecke rein. Ich laufe mal ein kurzes Stück rein, vielleicht können wir euch noch was zeigen. Ansonsten fahren wir jetzt außen rum und gucken uns dann den Rest der Strecke wieder an. Aber das wird auf jeden Fall die Technikfreunde, die Fahrtechnikfreunde richtig begeistern. Wir sind jetzt hier ein paar Meter reingelaufen. Es ist wirklich steil, fette Stümpfe, eigentlich alles, was ich versprochen habe. Hier unten so ein bisschen gebautes Plateau. Es gibt mehrere Linien. Das erste Mal, würde ich sagen, wo die Linienwahl zumindest am Anfang relevant sein könnte. Vielleicht crosst sich dann irgendeine Rut ein, die alle nehmen müssen. Wir werden es sehen, sieht auf jeden Fall echt cool aus. Ich meine, vom Lift gesehen zu haben, dass die Sektion nicht so mega lang ist. Aber genau, wir wollen hier die Geduld der Streckenbauer nicht strapazieren. Deswegen gehen wir jetzt hier wieder raus, fahren außen rum und schauen dann weiter.
jetzt am Waldausgang, den ich vorher schon von oben von der Skipiste gesehen hatte. Die Strecke, die folgt hier ein ganzes Stück dem Enduro Trail, den es schon gab. So ein schwarzer Trail. Es sieht super schnell aus teilweise, eng und schnell. Das werden wir dann sehen, wie sich alles entwickelt. Ich will jetzt hier nicht zu viel Prognosen abgeben, das weiß man bei so einer Strecke nie. Eigentlich gehört Holz ja in den Ofen. Hier ist nochmal ein fetter Holzabsprung über so einen kleinen Mini-Bachlauf. Ist aber super lang und flach. Ich glaube, das ist für die kein Problem. Hier kann man das schön wegdrücken und weit hinausschießen. Wir sind super weit unten jetzt schon. Hier kommt noch mal ein Stück Skipiste und danach geht es zwischen so ein paar Häusern ins Ziel. Und das schauen wir uns das Ziel noch an. Wir sind jetzt hier im Ziel. Hinter uns seht ihr quasi den Zielsprung, das letzte Feature. Ziemlich beeindruckende Dimensionen. Jetzt weniger irgendwie von der Weite und Gefährlichkeit her einfach saumäßig viel Holz verwendet. Und ja, wir haben die letzten Segmente übersprungen. Teilweise haben wir uns angeguckt. Es folgt echt häufig diesem Enduro Trail. Geht immer wieder über so ein kleines Bächlein drüber, ein paar kleine Brücken, ein paar kleine Sprünge. Außerdem haben wir Brooke McDonald getroffen. Der hat ja schon mal einen kleinen Pre-Trackwalk gemacht. Und der hat jetzt nicht gerade vor Begeisterung gestrahlt, sage ich mal. Er meinte, das Schwierigste an der Strecke wird, sich zu merken, welchen Sprung man vor sich hat und wie man ihn wegdrücken muss. Das verstehe ich. Ich will nicht so ganz so negativ sein. Ich kann mir vorstellen, dass viele Fahrer beim Trackwalk jetzt nicht mega stoked sein werden. Es ist schon auf jeden Fall die bikeparkigste Strecke, an die ich mich in den letzten Jahren daran erinnern kann. Allerdings muss man auch sagen, sie ist komplett frisch gebaut. Ist auch das erste Mal überhaupt, der wird sie jetzt befahren. Es gab wohl hier ein paar polnische Testfahrer drauf, die auch gut fahren, aber es ist halt noch kein Rennen drauf gewesen. Man wird sehen, es wird sich sicherlich einiges ziemlich rausfahren, was jetzt noch glatt wie ein Babyarsch aussieht. Das wird man sehen, aber sie ist definitiv so ein bisschen eher auf der spaßigen, engen und verspielten Seite. Letzten Endes ja, wird trotzdem der Schnellste gewinnen. Und noch mehr Infos und so gibt es dann am Freitag in unserer Trackwalk-Fotostory. Die kommt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag raus. Sonst wie immer jeden Tag mega viele Artikel und Infos auf MTB News. Checkt's auf jeden Fall aus. Und ich hoffe, das war informativ für euch, das Video. Und lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, was ihr gerne noch wissen wollt über die Strecke und drückt das Glöckchen.